Alexandra Bohlich. Die vierfache Mutter hat einen mehr als 10-jährigen Leidensweg hinter sich. Wegen einer zweifachen Krebserkrankung und wegen ihrer neu aufgebauten Brust aus Silikonimplantaten. Schon ihre Mutter hatte Brustkrebs. Ich habe 5 Tage vor ihrer Beerdigung meinen Knoten in der Brust selber gefunden. War damals alleinerziehend mit 4 Kindern zwischen 5 und 19 Jahren alt. Und ich habe dann am Freitag meine Mama beerdigt und am Montag war ich selber im Krankenhaus. Es folgt eine mehrjährige Leidenszeit mit vielen OPs, Bestrahlung, Chemotherapie. Die Brust wird rekonstruiert mit Silikonimplantaten. Und genau diese Implantate sind es, die danach das Leben von Alexandra Bohlich zur Qual machen. Die Brust verhärtet sich, das Implantat verformt sich. Man sieht durch die mittlerweile sehr dünne Haut wirklich Wellen auch in der Brust. Es zieht in die Achselnarbe rein. Ich kann den Arm kaum noch bewegen. Meine Finger sind an der rechten Hand so gut wie taub tatsächlich. Es zieht von der Schulter bis in die Fingerspitzen. Das ist ein krasser Schmerz. Ich kann nicht auf der rechten Seite liegen, ich kann nicht auf dem Bauch liegen. Ich schlafe manchmal wirklich im Sitzen, dann vor Erschöpfung irgendwann ein. Da überlegen wir, ob wir Shampoo mit Silikon benutzen oder Aluminiumdeo und haben Implantate in uns drin, die unseren Körper vergiften. Das ist krank und mir hat es kein Arzt vorher gesagt. Fehlende Aufklärung ist ein Problem, sagt Thorsten Schlosshauer, Chefarzt der plastischen und ästhetischen Chirurgie im Evangelischen Krankenhaus in Gießen. Patientinnen, die Silikonimplantate bekommen, werden nicht ausreichend über die Risiken informiert. 3 möchte ich besonders hervorheben. Das ist zum einen die Entwicklung einer Kapselfibrose, also hier entwickelt sich eine schmerzhafte Kapsel um das Implantat herum. Das zweite ist die sogenannte Breast Implant Illness. Hier sprechen wir über einen unspezifischen Symptomkomplex, was Autoimmunerkrankungen ähnelt. Symptome wie Knochenschmerzen, Gliederschmerzen, Schlafschwierigkeiten, Haarausfall, schwer zu greifen. Und deswegen wird Breast Implant Illness, wie auch bei Alexandra Bohlich, oft nicht sofort erkannt. Die Betroffenen laufen von Arzt zu Arzt und keiner weiß, was ihnen fehlt. Zu diesen beiden Risiken kommt noch ein drittes, potenziell tödliches. Zum anderen sprechen wir über ALCL. Hier handelt es sich um ein Lymphom, eine seltene Form eines Non-Hodgkin-Lymphoms. Wir wissen, dass es mittlerweile 946 definierte Fälle weltweit gibt, also ein Lymphdrüsenkrebs ausgelöst durch Silikonimplantate. Das kommt zwar äußerst selten vor, kann aber tödlich enden. Deswegen hält Thorsten Schlosshauer bei Krebspatientinnen, deren Brust neu aufgebaut wird, eine Rekonstruktion mit Eigengewebe oftmals für die bessere Lösung. Und insgesamt müsse besser über die Risiken aufgeklärt werden, besonders wenn Silikonimplantate aus ästhetischen Gründen eingesetzt werden sollen. Es darf keine Angst geschürt werden, aber die Patientinnen haben ein Recht, das zu erfahren, was Stand der Wissenschaft ist. In den USA hat die amerikanische Gesellschaft der plastischen Chirurgie eine Decision Checklist ausgearbeitet. Bevor man zum Beispiel eine ästhetische Brustvergrößerung machen lassen kann oder will, muss man als Patientin gemeinsam mit dem Arzt diese Entscheidungsliste durchgehen. Und das ist ein sehr exaktes Vorgehen. Alexandra Bohlich will sich jetzt die Implantate entfernen lassen. Ob sie ihre Brust dann mit Eigengewebe neu aufbauen lässt, weiß sie noch nicht sicher. Aber eins ist klar, Silikon kommt ihr nicht mehr in den Körper. Ich habe ganz, ganz große Hoffnung, dass ein Teil der Schmerzen dann vielleicht wirklich weggeht, weil ich das von anderen Frauen schon viel gelesen und gehört habe, dass es denen viel besser ging. Ich würde mir wünschen, dass wirklich jeder Patient vor den möglichen Risiken vorher gewarnt wird oder aufgeklärt wird. Denn dann können Patientinnen selbst entscheiden, ob sie sich trotz dieser Risiken für Silikonimplantate entscheiden oder eben lieber nicht.